Hey Leute, und weiter geht's mit Let's Play Tales of Vesperia. Ja, wir haben noch nicht mit allen gesprochen, bevor die Reise losgeht zu den Sanden von Kagor. Deswegen schauen wir mal, dass wir die restlichen Leute, die halt noch vorhanden sind, für ein Gespräch nochmal natürlich ansprechen und mit denen reden. Was ist das denn für einer? Die Stadt Nordpolika auf dem Kontinent Desir wird von einer Gilde namens Pelstral regiert. Sie leiten dort hauptsächlich das Kolosseum. Okay, interessiert mich nicht so wirklich. Ah, das ist Judith. Oh, gehst du zufällig diesen Q-More suchen? Nee, mach nur einen kleinen Spaziergang. Wo warst du? Auch nur spazieren wie du. Dir tut das nicht leid, was du vorhin zu Estelle gesagt hast, oder? Was ich vorhin gesagt habe? Du hast Estelle einige unfreundliche Dinge gesagt, oder? Ach das, Entschuldigung, dass ich dir zuvorgekommen bin. Was? Du bist mir mit gar nichts zuvorgekommen. Du wolltest ihr doch das Gleiche sagen wie ich, oder etwa nicht? Hast du mir das angemerkt? Für so etwas musst du dich nicht entschuldigen. In Ordnung. Also hast du nicht Kümor gesucht, weil du dich schlecht fühlst, nachdem du Estelle mit deinen Worten verletzt hast? Nein. Tss. Glaubst du mir nicht? Du machst dir um die Gefühle anderer mehr Sorgen, als du zugeben willst. Nein, das stimmt nicht. Ach, wie auch immer. Was ist mit dir? Suchst du ihn etwa nicht? Wie gesagt, ich gehe nur spazieren. So kann man es auch nennen. Ja, spazieren gehen. Hast du noch was zu sagen? Meinst du, ich mache mir wirklich Gedanken um dich? Ja, etwa nicht? Und sowas nennt sich hier Gruppen, oder schimpft sich Gruppenmitglied. Aber macht sich natürlich nicht Gedanken um unser Wohlergehen. Ja, man kann hier die Rutsche gar nicht hochgehen. Na, man hat es ja versucht. Ja, jetzt ist die Frage. Wer fehlt dann eigentlich noch? Ich glaube, Carol fehlt noch. Kann das sein? Oder nee, mit Carol haben wir ja schon gesprochen. Das waren eigentlich schon alle gewesen, oder nicht? Ich glaube schon, ja. Sonst hier irgendjemand noch? Nö. Hier waren wir ja doch schon. Okay, dann müssen wir eigentlich mit allen gesprochen haben. Ich kann mich irren, aber ich glaube nicht. Ich meine, ich habe mit allen gesprochen gehabt. Werden wir ja gleich sehen. Mal kurz überlegen. Okay, warte, mit Rita hatte ich ja gesprochen gehabt. Carol war doch bei mir im Zimmer, glaube ich, gewesen. Ja. Also mit Carol, Rita, Estelle, Judith, Raven und Repeat. Oh, das sind alle. Willkommen zurück. Möchtest du dich ausruhen? Ja, ich möchte mich ausruhen. Ready to go? What should we do about Rita? That one has her own matters to attend to. That sounds about right. So, first to the harbor and then find a boat? Huh? You mean... Are you coming too? Yeah. Wasn't there something you had to go do? You were going to investigate the air craner, weren't you? It turns out the one at Cave Mock the Commandant asked me to look into has already been researched. I hadn't really made up my mind about which route to take to research the others. So you'll be using us to help with your investigations? Well, there's no guarantee I won't run into trouble like back at Heliord. Anyway, it'll be safer for me this way than going alone. Nice to see your glowing personality hasn't changed. This means we'll be able to travel together again. I'm so happy. Yeah, well, you know, it's no big deal. Anyway, we were going to the harbor, right? Ah, to be young again, I tell you.
got something you want to say. Whoa! Down, girl! To the harbor then. Mit allen wiedervereinigt. Okay, ja, plötzlich möchte Rita ja doch mit uns kommen und sie scheint eine verdammt gute Laune zu haben. Und und kaum hat Estelle gesprochen, da kriegt sie schon rote Wangen. Das scheint so, als würde sie doch gerne mit Estelle reisen. Und nicht so, wie sie halt immer so tut, als würde sie das gar nicht interessieren. So, wir haben hier die Sequenz, essen wir endlich. I am so hungry! We're seriously gonna starve! Save your energy, Carol. You'll just make yourself hungrier. Sharp stomachs make short graces, Carol. What does that mean? It means hunger can make you rude, and that leads to angry people attacking you with sharp things. I think you're a little off. But whatever, Yuri and Rita seem to be pretty calm despite not having eaten in a while. I'm used to it. Uh-huh. Ah, there's a delicious steak right on top of Rapide's back. It's a trap. Don't succumb to temptation. Maybe we should do something about this. Yuri! Yuri! I found a green piece of veggie bread in my bag! I can eat it, right? Right? What the? No, Carol, don't! Seriously, this is getting dangerous. Let's eat something already. Denken die Leute auch an was anderes außer Fressen? Die haben ja schon, als sie hier ankamen, haben die sich schon beschwert, dass die nichts gefressen haben und jetzt wieder dasselbe. Ja, läuft bei denen. So, Yuri, Judith, Estelle und Carol. Repeat, Rita, Raven. Ich würde gerne Rita wieder in der Gruppe haben. Sie hat zwar nicht viel Leben, aber sie war uns immer eine große Hilfe. Power Jojo. Hat sie eigentlich soweit? Moment. Nierengürtel. Da hat sie ja noch nicht alles gelernt. Überzauber, Steigattacke. Okay, was habe ich jetzt? Power Jojo. Da lernen wir Lebensheiler und Verteidigung. Dann machen wir so. Dann nehme ich erstmal den Nierengürtel. Ist zwar ein bisschen schwächer. Dafür lernt sie aber auch halt was Neues. Was haben wir denn hier eigentlich? Irgendwas, was für Verbesserung? Zaubertunika. Oh, heiliges Gewand. Ja, das kann sie anziehen. Das bringt was. Lederstiefel. Was haben denn Lederstiefel mit Umhänge zu tun? Naja, wie auch immer. Warte mal. Checken wir mal schnell hier alles, damit die halt auch nichts verpassen. Was mit dir? Nein. Du kannst so bleiben. Combo Plus lerne ich hier noch. Dann kann ich... Warte mal. Estok. Franziska. Oh ja, und dann die Sichelaxt. Okay. Gut. Helle Bade. Mensch. Gibt es irgendwas, was sie sonst noch nehmen kann? Trenchcoat? Nein. Ne, ist auch okay. Estelle, wie sieht es mit Estelle aus? Irgendwas, was sie noch was lernen kann? Nö. Pff. Okay, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Dann machen wir jetzt so. Du kommst hier. Dann geht Rita stattdessen rein. Okay, hier müsste es eigentlich einen Waffelladen geben. Das ist genau der. Ich möchte was kaufen. Waffen. Ritterschwert. Okay. Hat sich erledigt. Das ist alles Müll. Brauchen wir nicht. Okay. Gut, dann gehen wir zum Hafen. Oh, Ioder! Oh, it's you all. We meet again. So what's a successor to the Imperial throne doing in a place like this? I've been working with the Dawn to officially seal our Treaty of Friendship. Is it going well? Well, I wish I could say it were going better. I can imagine. That Heracles monstrosity kinda made the Union really not like the Empire. Yes, and now prominent members of the Empire are voicing their doubts regarding the Friendship Treaty. The conditions that Dawn gave the Empire were for a treaty of equality, after all.
And they are certainly not on equal footing with something like that. Yes. Had I known about Heracles beforehand, I could have stopped them, but... You didn't know about that thing? You're in line to be emperor. I know, but I have no authority over the Imperial Knights. The Imperial Knights act on orders from the Emperor alone. They do not report to anyone else. Well then, it's easy. Just become emperor. You mean... Becoming Emperor isn't as simple as that. Why not? To ascend to the throne, one must possess the Imperial treasure, Dane Nomos. But Dane Nomos went missing around the time of the Great War, 10 years ago. Huh. So that's the real story why we still don't have an emperor. And that's why Rago wanted to get his hands on Denomos. What was that, Yuri? Forget it, it's nothing. Anyway, is it really okay for an Imperial candidate to be wandering the streets like this? I was just on my way to Heliord. Ah, that is closer to Dongress than this place is. Negotiations would probably go smoother there. I believe so too. Master Ioder, we should be off. If you'll please excuse me. Okay, ja. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, die stellen sich das alles ein bisschen zu einfach vor. So nach dem Motto, ja, wird doch einfach Kaiser, läuft, ist ja so einfach. Aber an sich ja trotzdem, er ist quasi ein Thronfolger, hat aber keinen Befehl quasi oder keine Befehlsgewalt über die kaiserlichen Ritter, was eigentlich auch wiederum Schwachsinn ist. Denn im Prinzip können die halt vom Kaiser zwar ausgehend halt schalten, walten, so nach dem Motto, vielleicht entscheidet sich der Kaiser ja irgendwas anzuordnen, was für ihn jetzt als Thronfolger quasi nicht so passend ist und er kann nichts dagegen machen. Also, na gut, wir haben hier die Sequenz aus 1 wird 3. The two barrier blastia of this city and Nor Harbor were originally a single blastia. Did you read that in one of your books back in the castle? Yes, actually there were 3 pieces. The last piece sunk in the sea between the two cities. I wonder if you could raise that Blastia. And if you sold it, you could live like a king forever. The Empire would have already done it if they could. Any idiot could come up with that idea. You don't have to be mean about it. Okay. Gut, dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen weiterkommen. Geht's eigentlich hier weiter, oder? Ja, da ist das Schiff. Ich will einsteigen. Kann ich nicht draufspringen? Oder auch nicht? Against that many? I wouldn't do that even if I had 9 lives. What's going on? Halt! If you won't do the work I've paid you for, then I want my money back. Add the Indigo Beasts to the blacklisted guilds. Yes, Madam President. Isn't that the woman we met at Dayton Hold? Yeah, that's her all right. Why do you guys know her? We just met her once a while back. Is she a friend of yours? I wouldn't say I know her. She's the president of Fortune's Market, one of the 5 master guilds. In other words, she's one of the top dogs at the Union. Hey, I just got an idea! What's up, Carol? Maybe she could get a boat for us to take across to Desier. Kein so dummer Vorschlag an sich. Da sollten wir definitiv versuchen. Block doch nicht. Du bist so fett. Ah, das ist schon wieder so ein Turtles-Typ. Ne, ich dachte schon, sagen Turtles-Typ hier. Das ist irgend so eine Frau. Okay. Mensch. Da hat man schon die Möglichkeit, aufs Schiff zu steigen. Kann man aber nicht, natürlich. Na gut, gucken wir mal, ob wir sie dazu bringen können, dass sie uns mal vielleicht rüberfährt. Ah, da ist sie doch. Well, if it isn't Mr. Yuri Lowell, you've come at just the right time. Huh, I guess those wanted posters really do work. Listen, I've got a job that would be just perfect for you. Hard labor, huh? I like a man who can cut to the chase. As you may have heard, schools of mermen often attack cargo ships at this time of year. Huh? But I thought there was another guild that always served as your escort. It seems the leader of the mercenary guild I hire passed away suddenly, so they aren't available.
The other Guardian Guild simply has no backbone. I don't know what to do. What was the name of that Guardian Guild you mentioned? The Blood Alliance. Gee, I wonder what could have happened to them. You're all as guilty as I am. Hate to disappoint you, but we're in the middle of something right now, so see you around. Wait, Yuri, what about the boat? Did you say boat? We've made a guild of our own. We're called Brave Vesperia. That's a wonderful name. Well then, shall we talk business? Mutual gain is one of the basics of all business, you know. You scratch my back, I'll scratch yours. Sorry, but like I said, we're in the middle of a job. We can't take on anything else right now. We won't call it business then. Let's just say we'll cooperate as two guilds helping each other out. That way we won't be going against any guild principles. There are various incentives for getting along with me, you know. Well... All right, we can talk, but we need to go to Nordopolica. We can't afford any detours. Fine with me. The mermen are only a problem in the waters near here. As long as I get to another port, I'm good. Once we arrive, I won't have any trouble making arrangements with another ship. Wow, she means business. So, do we have a deal? I have the sinking feeling we just got tricked into something. Fortune's Market isn't known as the best group of salesmen under the sun for nothing. This isn't so bad. Now we have a way to cross over to Desier. I'll even throw in a bonus for all of you. Bonus? What do you mean? If we arrive safely in Nordopolica, I'll give you the boat we used to get there. Really? The boat looks pretty beat up, but it's still a good deal. Right? So these mermen must be pretty tough customers if you're willing to part with the boat. I'll leave that to your imagination. I figured as much. Marvelous. We have a contract then. Now that we've settled the details, I'd like you to get to work right away. Just let me know when you've made your preparations. Ja, das klingt doch mal nach einem guten Deal. Das heißt im Prinzip, wir müssen ihr helfen, diese komischen Meermänner da loszuwerden, damit wir halt übersetzen können. Und sie überlässt uns sogar das Boot, mit dem wir dann übersetzen können zu unserer Destination, die wir halt anstreben. Ja, theoretisch ist das so quasi zu sagen, dass wir jetzt nicht so wirklich eine große Wahl haben, als ihr auszuhelfen, obwohl wir ja eigentlich mitten in meinem Auftrag sind, wie Yuri schon gesagt hat. Aber wir schauen mal, was uns dann so erwartet und ob das alles gut über die Bühne geht oder nicht. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Deswegen danke ich euch